Wir haben jetzt hier den vordersten Schott unter der Bettbank, unterm Bett. Den haben wir herausgeschnitten, weil wir ja hier das Problem hatten mit dem Riss. Bevor wir die Wände einbauen, müssen wir das vorne wieder halbwegs zusammenbauen. Darum werde ich mich jetzt darum kümmern, dass ich das hier neu rausschneide und einbaue. Wir machen das Ganze deshalb neu, weil da eben der Riss war und hier das Holz auch schon gelitten hat. Darum kommt das Ganze frisch rein und dann passt alles wieder und wir müssen uns in Zukunft weniger Gedanken darum machen. Zuerst zeichnen wir uns das Ganze an. Wir haben unsere Stringer, die müssen wir einbauen, damit wir nachher auch die Wände an der richtigen Stelle haben. Die sind nämlich hier verbunden an die Wände. Und bevor wir sie einbauen, müssen wir sie hier gerade abschneiden, weil die wurden etwas wild abgebohrt. Man sieht's. Das machen wir jetzt schön. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, welcher auf welche Seite gehört. Und das sehen wir uns jetzt mal an. Und das sieht eigentlich sehr gut aus. Jetzt brauche ich noch Schrauben. Ich bin gleich wieder da. Seems God ain't close as he used to be. And there's more tequila in this old town than pines in Tennessee. I ain't the man I thought I'd be. And these neon lights that keep me up got me thinking maybe mom and dad had it right all along. We're too old to still be alone, and we ain't happy ever after all. I'm just saying it wouldn't be as bad, 'cause we made it out living in our hometown. Hier kommt die Wand runter von unserem Spülkasten, sage ich jetzt mal. Hier kommt das Waschbecken her. Und hier die Stringerleiste endet genau, wo sie soll und wo das Brett hinkommt. Und auch hier unten, das passt auch perfekt.
Auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus. Hier ist der Stringer. Der endet genau, wo das Brett hinkommt. Und auch unten passt es genau. Hier muss das Brett noch ein bisschen zu uns her. Das mache ich aber dann, wenn es soweit ist. Und ja, dann sieht das Ganze jetzt doch schon ganz gemütlich aus. Natürlich sind diese zwei Bretter jetzt nur provisorisch reinmontiert. Die werden natürlich noch furniert. Aber ich brauche sie eben, dass diese Wände hier an der Position sind, wo sie hin sollen. Und ja, auf diese Seite kommt unser Kochfeld, unser Gaskochfeld, einflammig. Auf dieser Seite hier kommt unser Waschbecken, gleich neben der Nasszelle. Wir sind wieder in der Halle. Es ist schweinekalt, es ist Winter draußen und wir werden uns heute um die laminierten Teile kümmern und hoffentlich die ersten schon einbauen. Auf dieser Seite ist etwas mehr Furnier, weil nur hier herunten und die Rückenlehne, die nachher hier angebaut ist, abgedeckt wird und das ist sichtbar. Das ist die schrankseitige Wand. Hier kommt auf dieser Höhe die Arbeitsplatte mit dem Waschbecken und hier ein Kästchen und darum ist hier nur der kleine Streifen. So. Wahrscheinlich noch immer. Wie ich recht hab. Dominik, was machen wir da? Ich zeichne mir die Öffnung für den Kühlschrank in der Frontplatte an. Die werden wir dann ausschneiden. Dann werden wir die Frontplatte wieder montieren und die Bodenplatte anfertigen, auf der der Kühlschrank dann draufsteht. Und dann werden wir hoffentlich sehen, ob das Ganze passt oder nicht.
So, die Vorderwand ist montiert, zumindest provisorisch. Wir werden uns jetzt da drinnen das Bodenbrett ausmessen, was wir für den Kühlschrank brauchen. Das Ganze fertigen, zusammenschrauben und den Kühlschrank mal reinstellen und schauen, ob das Ganze passt. So, das wird dann einfach so hermontiert. Einfach, zweifach. Willst du das gleich mal ausprobieren? Und ich soll da in Geschirrspüler reingeben? Ja, freilich, Geschirrspüler. Es wird nämlich jetzt richtig prickelnd kalt in meinen Fingern. Es wird bei mir auch gerade nicht wärmer, Joe, aber da müssen wir jetzt durch. Ja, ja, 5 nach 3. Wir haben einen Stift weniger. So, jetzt, ich glaube, ich muss die Frontplatten übernehmen dafür. Ziemlich sicher sogar. Jetzt bin ich gespannt, ob das passt auch noch. Ja. Wir machen nur einen kurzen Überblick, was der Kühlschrank, den wir uns besorgt haben, kann bzw. für was er ausgelegt wurde. Er wurde prinzipiell ausgelegt für den Campingbereich, das heißt, das Gerät verträgt 12 und 24 Volt gleichzeitig, beziehungsweise eigentlich nicht gleichzeitig, sondern entweder oder. Dieses Gerät ist ein Kompressorkühlschrank, das heißt, wir haben wie zu Hause einen Kühlschrank, der richtig kühlen kann und nicht nur kühl hält. Der größte Unterschied bei den meisten Kühlgeräten sind die Elemente, die verbaut werden. Es gibt ein Absorbergerät, es gibt Peltier-Elemente und es gibt eben den Kompressorkühlschrank. Es gibt auch noch Toploader, die meist auf Segelbooten verbaut werden, weil sie effizienter arbeiten. Wir haben uns aber für einen Frontloader entschieden, der mit einer Verriegelung aufgeht. Das heißt, die Tür öffnet sich nicht automatisch, sondern ich muss immer anziehen und diese Verriegelung ist dann weg. Warum haben wir diese Lösung mit dem Frontloader genommen? Weil es dasselbe ist wie zu Hause und wir mit Familie unterwegs sind. Und es einfach für unsere Kinder besser und leichter ist zu verstehen, was das Gerät kann und beziehungsweise wie das Gerät aufgeht. Was dieses Gerät auch noch hat, ist ein Tiefkühlelement und wir haben uns einfach für das entschieden, dass wir vielleicht auch einmal Eis am Stiel oder ähnliches mitnehmen könnten, wenn es denn wirklich sein muss. Die Anbindung von diesem Gerät ist sehr einfach, da es da zu diesem Gerät auch eine App gibt, wo sich das Gerät fernsteuern lässt. Dominik schaut gerade etwas komisch im Hintergrund. Ja, das habe ich ihm noch nicht erzählt. Das kann dieses Ding auch. Und es ist eigentlich sehr kostengünstig im Vergleich zu einem Toploader oder einem fix verbauten Gerät, da wir dazu einen Klimatechniker benötigen würden. Darum haben wir uns für diese Ausführung entschieden und auch in der Farbe Schwarz, weil eben dieses Gerät nur in Schwarz verfügbar war. Das war's diese Woche. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu einem Langvideo, wie immer. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.